Lektion 1: Fit bleiben und Geld sparen. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich fit bleiben und gleichzeitig Geld sparen kann. Irgendwelche Ideen? Das ist ein großartiges Ziel. Eine Möglichkeit besteht darin, Outdoor-Aktivitäten wie Joggen oder Radfahren in Betracht zu ziehen. Sie sind effektiv, um Millennials zu erreichen, und sie sind immer online. Das klingt nach einem guten Plan. Outdoor-Aktivitäten tragen nicht nur zur Verbesserung der Fitness bei, sondern bieten auch die Möglichkeit, die Natur zu genießen und die Landschaft zu verändern. Unbedingt. Außerdem fallen für Outdoor-Aktivitäten wie Joggen oder Radfahren in der Regel keine Gebühren an. Es ist eine budgetfreundliche Art, fit und aktiv zu bleiben. Das ist wahr. Eine andere Möglichkeit besteht darin, nach Online-Trainingskursen oder Fitness-Apps zu suchen. Viele Plattformen bieten kostenlose oder erschwingliche Trainingsprogramme an, die Sie bequem von zu Hause aus verfolgen können. Das ist ein ausgezeichneter Vorschlag. Online-Workouts bieten Komfort und Flexibilität. Sie können eine Zeit wählen, die am besten zu Ihnen passt, und in Ihrem eigenen Tempo trainieren. Genau. Sie können bei Mitgliedschaften im Fitnessstudio oder bei Fitnesskursen Geld sparen und haben dennoch Zugang zu professioneller Beratung und einer Vielzahl von Trainingsroutinen. Lektion 2: Ernährung und wechselnde Muskelgruppen. Wir haben uns auf Bewegung konzentriert, aber was ist mit Ernährung? Dies ist ein wesentlicher Aspekt für die Aufrechterhaltung eines gesunden Lebensstils. Du hast absolut recht. Die richtige Ernährung spielt eine entscheidende Rolle für unser allgemeines Wohlbefinden. Es ist wichtig, unseren Körper mit den richtigen Nährstoffen zu versorgen. Genau. Eine ausgewogene Ernährung, die eine Vielzahl von Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, mageren Proteinen und gesunden Fetten umfasst, ist der Schlüssel, um sicherzustellen, dass wir die notwendigen Vitamine und Mineralien erhalten. Das ist richtig. Es ist auch wichtig, hydratisiert zu bleiben, indem Sie den ganzen Tag über ausreichend Wasser trinken. Wasser hilft bei der Verdauung, beim Stoffwechsel und bei der allgemeinen Körperfunktion. Flüssigkeitszufuhr ist in der Tat lebenswichtig. Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt ist die Portionskontrolle. Es ist wichtig, auf unsere Lebensmittelportionen zu achten, um zu vermeiden, zu viel zu essen und ein gesundes Gewicht zu halten. Unbedingt. Es ist leicht, den Überblick über Portionsgrößen zu verlieren, besonders wenn man auswärts isst oder abgepackte Lebensmittel isst. Wenn wir uns der Portionsgrößen bewusst sind, können wir fundiertere Entscheidungen treffen. Vergessen wir neben der Ernährung nicht, wie wichtig es ist, während des Trainings die Muskelgruppen zu wechseln. Es ermöglicht eine korrekte Muskelregeneration und beugt Verletzungen durch Überbeanspruchung vor. Das ist richtig. Wenn du zum Beispiel an einem Tag deinen Oberkörper trainiert hast, konzentriere dich am nächsten Tag auf Übungen für den Unterkörper. Auf diese Weise geben sie den zuvor trainierten Muskeln Zeit, sich zu erholen. Exakt. Durch den Wechsel der Muskelgruppen können wir weiterhin regelmäßig Sport treiben, ohne bestimmte Muskeln übermäßig zu belasten. Es ermöglicht eine nachhaltigere und effektivere Fitnessroutine. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zwischen Ernährung und Bewegung zu finden, um unsere allgemeinen Gesundheits- und Fitnessziele zu unterstützen. Indem wir auf beide Aspekte achten, können wir unser Wohlbefinden optimieren. Lektion 3: Einzigartige Shop-Auswahl. Ist Ihnen jemals aufgefallen, dass jedes Geschäft eine einzigartige Auswahl an Artikeln hat?
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Es ist interessant, wie verschiedene Geschäfte auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse eingehen. Absolut. Es gibt uns die Möglichkeit, neue Produkte zu erkunden und zu entdecken. Das ist eine gute Idee. Es ermutigt uns, unsere Komfortzonen zu verlassen und etwas Neues auszuprobieren. Exakt. Ich glaube, es ist wichtig, Abwechslung in unserem Leben zu begrüßen. Es hält die Dinge spannend und hilft uns, unser Wissen und unsere Erfahrungen zu erweitern. Das ist wahr. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, lokale Unternehmen und Handwerker zu unterstützen. In der Tat. Indem wir bei ihnen einkaufen, tragen wir zum Wachstum der Community bei. Und wir könnten auf einzigartige und hochwertige Artikel stoßen, die wir anderswo nicht finden würden. Das ist das Schöne am Einkaufen in verschiedenen Geschäften. Wir haben Zugang zu einer Vielzahl von Produkten. Absolut. Es ist, als würden wir jedes Mal auf Schatzsuche gehen, wenn wir ein neues Geschäft betreten. Ich stimme vollkommen zu. Es ist faszinierend zu sehen, welche Schätze wir finden können. Es ermutigt uns auch, die Handwerkskunst und Kreativität hinter jedem Produkt zu schätzen. Auf jeden Fall. Wir erfahren mehr über die Geschichten und Inspirationen hinter den Artikeln, die wir kaufen. Es verleiht unseren Einkaufserlebnissen Tiefe und Bedeutung. Absolut. Lassen Sie uns also weiterhin die einzigartigen Geschäfte in unserer Gegend erkunden und unterstützen. Einverstanden. Es ist eine Win-Win-Situation für uns und die lokalen Unternehmen. Auf jeden Fall. Machen wir es uns zur Gewohnheit, neue und spannende Produkte zu entdecken. Ich freue mich schon auf unser nächstes Einkaufsabenteuer. Ich auch. Halten wir die Augen offen nach den verborgenen Schätzen in unserer Stadt. Absolut. Es gibt immer etwas Neues und Aufregendes, das darauf wartet, entdeckt zu werden. Lektion 4. Letzte Tipps für eine erfolgreiche Reise. Hast du letzte Tipps für eine erfolgreiche Reise? Ja, das tue ich. Eine wichtige Fähigkeit, die man haben muss, ist Anpassungsfähigkeit. Das ist wahr. Die Fähigkeit, sich an verschiedene Situationen anzupassen, kann einen großen Unterschied machen. Absolut. Die Dinge laufen vielleicht nicht immer wie geplant, aber wenn wir flexibel bleiben, können wir trotzdem eine tolle Reise haben. Ich stimme zu. Es ist wichtig, einen Backup-Plan zu haben und offen für Änderungen zu sein. Ein weiterer Tipp ist, sich über die lokalen Bräuche und Traditionen zu informieren. Das ist ein gutes Argument. Der Respekt vor der lokalen Kultur kann uns helfen, mit den Menschen in Kontakt zu treten und unsere Reise bedeutungsvoller zu machen. Auf jeden Fall. Es hilft uns auch, unbeabsichtigte Missverständnisse oder Straftaten zu vermeiden. Stimmt. Und vergessen wir nicht, leicht zu packen. Es macht das Reisen viel bequemer. Absolut. Bringen Sie nur das Nötigste mit und vermeiden Sie unnötige Gegenstände. Eine weitere Fähigkeit, die sich als nützlich erweist, ist die Navigation. Machen Sie sich mit dem örtlichen Verkehrssystem vertraut. Das ist richtig. Zu wissen, wie wir uns effizient fortbewegen können, kann uns viel Zeit und Stress sparen. Und scheuen Sie sich nicht, bei Bedarf um Hilfe zu bitten. Die Einheimischen sind normalerweise freundlich und bereit zu helfen.
Das ist ein gutes Argument. Die Zusammenarbeit mit den Einheimischen kann uns auch wertvolle Einblicke und Empfehlungen geben. Absolut. Sie kennen die besten versteckten Orte und lokalen Attraktionen. Bleiben Sie zu guter Letzt aufgeschlossen und machen Sie sich auf neue Erfahrungen ein. Beim Reisen geht es darum, unseren Horizont zu erweitern. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Gehen wir unsere Reisen mit Neugier und Lernbereitschaft an. Lektion 5. Ein Meeting planen, um sich inspirieren zu lassen. Haben Sie schon ein Treffen geplant, um sich inspirieren zu lassen? Noch nicht, aber ich habe vor. Es ist immer erfrischend, neue Ideen und Perspektiven zu bekommen. Ich stimme zu. Wenn wir uns mit kreativen und inspirierenden Menschen umgeben, kann dies unsere eigene Kreativität beflügeln. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, nach Möglichkeiten zu suchen, um zu lernen und zu wachsen. Absolut. Wir sollten uns an Menschen wenden, die erreicht haben, was wir anstreben. Das ist eine gute Idee. Aus ihren Erfahrungen zu lernen, kann wertvolle Erkenntnisse liefern. Und die Teilnahme an Workshops oder Seminaren, die unseren Interessen entsprechen, kann ebenfalls von Vorteil sein. Stimmt. Es ermöglicht uns, in einem strukturierten und fokussierten Umfeld neue Fähigkeiten und Kenntnisse zu erwerben. Darüber hinaus kann das Lesen von Büchern oder Artikeln, die von Experten auf unserem Gebiet verfasst wurden, Inspiration bieten. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Bücher haben die Macht, uns in verschiedene Welten zu entführen und unsere Perspektiven zu erweitern. Das ist wahr. Sie können unsere Fantasie beflügeln und neue Ideen anregen. Eine andere Möglichkeit, Inspiration zu finden, besteht darin, verschiedene Kunstformen zu erkunden, zum Beispiel Museen zu besuchen oder Konzerte zu besuchen. Absolut. Kunst hat die Möglichkeit, unsere Seele zu berühren und Emotionen hervorzurufen. Und vergessen wir nicht die Natur. Zeit im Freien zu verbringen kann unglaublich inspirierend sein. Das ist ein gutes Argument. Die Natur bietet uns Schönheit, Ruhe und ein Gefühl des Staunens. Machen wir es uns also zur Priorität, dieses Treffen zur Inspiration zu planen und verschiedene Möglichkeiten zu erkunden, um unsere Kreativität zu fördern. Einverstanden. Lassen Sie uns nach Möglichkeiten suchen, zu lernen, zu wachsen und uns mit Inspiration zu umgeben. Auf diese Weise werden wir uns weiterentwickeln und neue Ideen in unsere Arbeit und unser Leben einbringen. Ich bin gespannt, wohin uns unsere neu gewonnene Inspiration führen wird. Lektion 6. Benachrichtigungen, die Sinn machen. Ist Ihnen aufgefallen, dass einige Benachrichtigungen auf unseren Telefonen keinen Sinn zu machen scheinen? Ja, das habe ich auch erlebt. Es kann ziemlich frustrierend sein. Genau. Ich meine, was bringt es, Benachrichtigungen zu erhalten, die keine nützlichen Informationen enthalten? Ich stimme vollkommen zu. Es wäre viel hilfreicher, wenn Benachrichtigungen relevant und aussagekräftig wären. Auf jeden Fall. Ich denke, Entwickler sollten sich darauf konzentrieren, Benachrichtigungen zu erstellen, die unserem Leben einen Mehrwert verleihen. Absolut. Es wäre toll, wenn wir unsere Benachrichtigungseinstellungen so anpassen könnten, dass wir nur die erhalten, die für uns wichtig sind. Das ist eine tolle Idee. Eine Personalisierung würde Benachrichtigungen viel effektiver machen.
Und es würde auch dazu beitragen, die überwältigende Anzahl von Benachrichtigungen zu reduzieren, die wir täglich erhalten. Das ist wahr. Manchmal habe ich das Gefühl, dass mein Telefon ständig mit Benachrichtigungen summt, die ich nicht wirklich benötige. Ich kann das nachvollziehen. Für Entwickler ist es wichtig, ein Gleichgewicht zwischen der Information und der Überforderung von Benachrichtigungen zu finden. Auf jeden Fall. Indem wir die Qualität und Relevanz von Benachrichtigungen verbessern, können wir unser allgemeines Nutzererlebnis verbessern. Absolut. Es würde unser Leben einfacher und produktiver machen, wenn wir Benachrichtigungen erhalten würden, die wirklich wichtig sind. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Hoffen wir, dass Entwickler dies berücksichtigen und Benachrichtigungen aussagekräftiger gestalten. Ja, hoffen wir auf eine Zukunft, in der Benachrichtigungen intelligent, relevant und wirklich nützlich sind. Absolut. Dies würde die Nutzung unserer Telefone zu einem viel angenehmeren und effizienteren Erlebnis machen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist an der Zeit, dass Benachrichtigungen ihr Spiel verbessern und zu wirklich wertvollen Tools werden. Gut gesagt, Anna. Auf eine Zukunft voller sinnvoller Benachrichtigungen. Lektion 7: Mit einem großen Abendessen feiern und Geschenke austauschen. Die Weihnachtszeit rückt näher und ich kann nicht anders, als darüber nachzudenken, wie wir feiern. Ja, es ist eine wundervolle Jahreszeit. Wie feiert ihr normalerweise in den Ferien? Nun, meine Familie und ich kochen zusammen ein großes Abendessen und tauschen Geschenke aus. Das klingt reizend. Ein großes Abendessen zu kochen ist eine großartige Möglichkeit, Familie und Freunde zusammenzubringen. Das ist es auf jeden Fall. Wir alle tragen zum Essen bei, und es wird zu einer gemeinsamen Anstrengung. Das ist wunderbar. Ich genieße das Zusammengehörigkeitsgefühl, das beim Kochen und gemeinsamen Essen entsteht. Und der Austausch von Geschenken ist eine weitere Tradition, der wir folgen. Es ist eine Möglichkeit, unsere Liebe und Wertschätzung füreinander zu zeigen. Ich stimme zu. Das Geben und Empfangen von Geschenken kann eine sinnvolle Art sein, unsere Dankbarkeit und Zuneigung zum Ausdruck zu bringen. Absolut. Es ist immer herzerwärmend, die Freude im Gesicht eines Menschen zu sehen, wenn er ein wohlüberlegtes Geschenk erhält. Das ist es wirklich. Der Akt des Gebens kann so viel Glück bringen, sowohl für den Geber als auch für den Empfänger. Das ist sehr wahr. Es ist eine Tradition, die der Weihnachtszeit eine zusätzliche Ebene von Spannung und Wärme verleiht. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Das Feiern mit einem großen Abendessen und das Austauschen von Geschenken schafft wertvolle Erinnerungen. In der Tat. Es ist eine Zeit, um zusammenzukommen, leckeres Essen zu genießen und unsere Liebe zueinander zu zeigen. Lektion 8: Eine gemeinsame Leidenschaft für Fernsehsendungen. Ich freue mich, dass wir die gleiche Leidenschaft für Fernsehsendungen teilen. Es ist ein großartiges Gesprächsthema. Unbedingt. Ich liebe es, die neuesten Folgen zu diskutieren und zu analysieren oder mir sogar gegenseitig Sendungen zu empfehlen. Ich auch. Es ist aufregend, in die Details einzutauchen, Theorien auszutauschen und über Charakterentwicklung zu diskutieren. Es ist wie Teil einer Gemeinschaft zu sein, in der wir uns mit anderen verbinden können, die ähnliche Interessen haben. Genau. Fernsehsendungen sind zu einem kulturellen Phänomen geworden, und sie bieten eine gemeinsame Grundlage für Gespräche.
Und für jeden ist etwas dabei. Von Krimis bis hin zu Fantasy-Serien gibt es für jeden Geschmack eine Show. Das ist das Schöne daran. Wir können verschiedene Genres erkunden und neue Geschichten und Perspektiven entdecken. Und dank Streaming-Plattformen haben wir Zugriff auf eine riesige Bibliothek mit Sendungen aus der ganzen Welt. Es ist erstaunlich, wie sich Fernsehsendungen weiterentwickelt haben und vielfältiger und inklusiver geworden sind. Absolut. Sie haben die Macht, zu unterhalten, zu informieren und sogar wichtige Gespräche anzuregen. Das ist wahr. Sie können soziale Probleme angehen und Empathie und Verständnis fördern. Es ist faszinierend, wie eine Fernsehsendung unsere Aufmerksamkeit erregen und uns emotional in die Charaktere einbeziehen kann. In der Tat. Es ist ein Beweis für die Macht des Geschichtenerzählens und das Talent der Autoren, Regisseure und Schauspieler. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Fernsehsendungen sind zu einem wichtigen Teil unserer Kultur und zu einer Inspirationsquelle geworden. Gut gesagt, Anna. Auf viele weitere spannende Gespräche über unsere Lieblingsfernsehsendungen. Lektion 9: Getrennte Betten. Ich denke, es wäre besser, wenn wir getrennte Betten hätten. Auf diese Weise haben wir unseren eigenen Raum. Ich verstehe. Getrennte Betten bieten mehr Komfort und persönlichen Freiraum. Ja, es ist wichtig, gut zu schlafen, um tagsüber produktiv zu sein. Wir können das Zimmer aus Bequemlichkeitsgründen mit 2 voneinander getrennten Betten einrichten. Das klingt nach einer praktischen Lösung. Es wird uns individuelle Schlafbereiche geben. Wir können auch Matratzen und Kissen wählen, die unseren persönlichen Vorlieben entsprechen. Richtig. Bequeme Bettwäsche ist wichtig für einen erholsamen Schlaf. Außerdem können wir mit getrennten Betten unterschiedliche Schlafroutinen einhalten, ohne uns gegenseitig zu stören. Exakt. Wir haben alle unterschiedliche Schlafmuster und auf diese Weise können wir unsere eigenen Zeitpläne einhalten. Es ist wichtig, unseren individuellen Bedürfnissen für einen gesunden und ausgewogenen Lebensstil Priorität einzuräumen. Einverstanden. Separate Betten bieten uns den Platz und den Komfort, den wir brauchen. Lektion 10: Erfrischen Sie sich. Ich habe ein morgendliches Meeting und möchte mich frisch machen, bevor es losgeht. Das ist eine gute Idee. Es ist wichtig, dass Sie sich bei wichtigen Besprechungen gut fühlen und gut aussehen. Ja, eine schnelle Dusch- und Pflegeroutine kann einen positiven Eindruck hinterlassen. Sie können auch ein passendes Outfit wählen, das Professionalität widerspiegelt. Absolut. Sich angemessen zu kleiden zeugt von Respekt und Liebe zum Detail. Vergessen Sie nicht, Ihre Zähne zu putzen und Mundwasser für frischen Atem zu verwenden. Guter Punkt. Die Aufrechterhaltung der Mundhygiene ist entscheidend für eine effektive Kommunikation. Wenn Sie Zeit haben, können Sie auch die Tagesordnung der Sitzung überprüfen und alle erforderlichen Dokumente vorbereiten. Ja, wenn ich gut vorbereitet bin, kann ich während des Treffens effektiv beitragen. Und denken Sie daran, ein paar Minuten früher anzukommen, um sich einzuleben und bereit zu sein. Richtig. Pünktlichkeit zeugt von Professionalität und Respekt vor der Zeit anderer. Ich bin mir sicher, dass du in dem Meeting gut abschneiden wirst. Viel Glück!
Ich danke dir. Danke für deine Unterstützung. Lektion 11: Hobbys und Lesen. Hast du noch andere Hobbys, Anna? Nun, ich lese gerne Romane. Sie entführen mich in verschiedene Welten und beflügeln meine Fantasie. Wie steht's mit dir, John? Lesen ist großartig. Es ist eine fantastische Möglichkeit, Ihren Wortschatz zu erweitern und Ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Unbedingt. Außerdem ist es eine wunderbare Möglichkeit, sich nach einem langen Tag zu entspannen und zu erholen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es gibt nichts Schöneres, als sich in einer fesselnden Geschichte zu verlieren. Es ist wahr. Ich finde es faszinierend, wie Bücher uns in verschiedene Zeitperioden oder sogar in magische Gefilde entführen können. Das ist das Schöne an Literatur. Es ermöglicht uns, Dinge zu erleben, die über unsere eigene Realität hinausgehen. Exakt. Und es geht nicht nur um Unterhaltung, Bücher können uns auch wertvolle Lektionen vermitteln und uns neue Perspektiven eröffnen. Absolut. Lesen kann unseren Horizont erweitern und uns helfen, verschiedene Kulturen und Sichtweisen zu verstehen. Deshalb versuche ich immer, Bücher von verschiedenen Autoren und Genres zu lesen. Es hilft mir, die Welt besser zu verstehen. Das ist ein großartiger Ansatz, Anna. Es ist wichtig, eine vielfältige Leseliste zu haben, um verschiedene Themen und Ideen zu erkunden. Auf jeden Fall. Also, was ist das letzte Buch, das du gelesen hast, John? Ich habe kürzlich einen Science-Fiction-Roman mit dem Titel Der Marsianer fertiggestellt. Es war ein aufregendes Abenteuer auf dem Mars. Oh, davon habe ich gehört. Das klingt faszinierend. Ich füge es meiner Leseliste hinzu. Ich kann es nur empfehlen. Der Autor hat auf fantastische Weise Wissenschaft und Spannung miteinander verbunden. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Danke für die Empfehlung, John. Du bist willkommen, Anna. Ich hoffe, es gefällt dir genauso gut wie mir. Lektion 12: Raumverjüngungschor. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich darauf, dir bei der Renovierung deines Zimmers zu helfen, Anna. Danke, John. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich wollte meinem Zimmer schon seit einiger Zeit ein neues Aussehen verleihen. Es ist mir ein Vergnügen, Anna. Ich mag Innenarchitektur und helfe Ihnen gerne dabei, Ihren Raum umzugestalten. Das ist wunderbar. Ich habe einige Ideen und Inspirationen aus Magazinen und Online-Plattformen gesammelt. Das ist ein guter Ausgangspunkt. Es ist immer hilfreich, eine Vorstellung davon zu haben, wie Ihr Zimmer aussehen soll. Ja, ich stimme zu. Ich tendiere zu einem gemütlichen und minimalistischen Stil mit neutralen Farben und natürlichen Texturen. Das klingt reizend. Ein gemütliches und minimalistisches Design kann eine beruhigende und einladende Atmosphäre schaffen. Exakt. Ich möchte, dass mein Zimmer ein friedlicher Zufluchtsort ist, an dem ich mich entspannen und neue Energie tanken kann. Ich denke, das ist ein großartiges Ziel. Wir können damit beginnen, Ihren Raum zu entrumpeln und zu organisieren, um eine saubere und ruhige Umgebung zu schaffen. Das ist eine gute Idee. Ich habe einige Dinge, die ich nicht mehr benötige, also hilft das Aufräumen, mehr Platz zu schaffen. Absolut. Es ist wichtig, eine aufgeräumte Umgebung zu haben, um ein Gefühl der Ruhe zu fördern.
Nach dem Aufräumen können wir uns darauf konzentrieren, Möbel und Dekorationen auszuwählen, die zu dem Stil passen, den ich mir vorgestellt habe. Das ist der lustige Teil. Wir können verschiedene Geschäfte und Websites erkunden, um Stücke zu finden, die zu Ihrer Vision passen. Ich freue mich sehr über den gesamten Prozess. Ich kann es kaum erwarten, das Endergebnis zu sehen. Ich freue mich auch, Anna. Es wird ein lohnendes Projekt und ich bin mir sicher, dass Ihr Zimmer wunderschön werden wird. Lektion 13. Sauberkeit und Überprüfung. Wenn Sie es ausprobieren möchten, überprüfen Sie einfach die Sauberkeit des Ortes. Absolut, John. Sauberkeit ist wichtig, besonders wenn man etwas Neues ausprobiert. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Umwelt sauber und gut gepflegt ist, um mögliche Gesundheitsprobleme zu vermeiden. Ja, ich stimme voll und ganz zu. Sauberkeit sollte an jedem Ort, den wir besuchen oder ausprobieren, oberste Priorität haben. Bevor Sie an Aktivitäten teilnehmen oder einen neuen Standort besuchen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die Sauberkeitsstandards zu überprüfen. Das ist ein guter Tipp, John. Es ist immer besser, auf Nummer sicher zu gehen. Exakt. Achten Sie auf die allgemeine Sauberkeit, die Hygienepraktiken und den Zustand der Einrichtungen. Darüber hinaus ist es eine gute Idee, Bewertungen zu lesen oder nach Empfehlungen von vertrauenswürdigen Quellen zu fragen. Ja, Bewertungen und Empfehlungen können wertvolle Erkenntnisse über die Sauberkeit und Qualität eines Ortes liefern. Das ist wahr. Die Erfahrungen anderer Menschen können uns dabei helfen, unseren Entscheidungsprozess zu leiten. Und zögern Sie nicht, Fragen zu stellen oder um Klärung zu bitten, wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Sauberkeit haben. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, über alle notwendigen Informationen zu verfügen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Indem wir der Sauberkeit Priorität einräumen, können wir überall ein sicheres und angenehmes Erlebnis gewährleisten. Lektion 14. Dauer des Aufenthalts. Das ist eine gute Frage, Anna. Die Dauer des Aufenthalts kann je nach den Umständen und persönlichen Vorlieben variieren. Ja, es ist wichtig zu überlegen, wie lange Sie an einem bestimmten Ort bleiben oder an einer Aktivität teilnehmen möchten. Auf Reisen kann die Dauer des Aufenthalts beispielsweise von Faktoren wie verfügbarer Zeit, Budget und dem gewünschten Erlebnis abhängen. Das ist wahr. Manche Menschen bevorzugen möglicherweise kürzere Reisen zu mehreren Zielen, während andere längere Aufenthalte an einem einzigen Ort bevorzugen. Exakt. Kürzere Reisen können es Ihnen ermöglichen, mehrere Orte zu besuchen und eine Vielzahl von Kulturen und Attraktionen zu erleben. Auf der anderen Seite können Sie bei längeren Aufenthalten tiefer in einen bestimmten Ort eintauchen, sodass Sie ihn gründlicher erkunden können. Es lohnt sich auch, den Zweck Ihres Aufenthalts zu berücksichtigen. Wenn es sich um eine Geschäftsreise handelt, kann die Dauer von der Dauer der Besprechungen oder Konferenzen abhängen. Das ist ein gutes Argument. Der Zweck der Reise kann die Dauer des Aufenthalts beeinflussen. Ebenso kann die Dauer des Aufenthalts bei Aktivitäten oder Hobbys von Faktoren wie persönlichen Vorlieben und verfügbarer Zeit abhängen. Ja, einige Aktivitäten erfordern möglicherweise einen kürzeren Zeitaufwand, während bei anderen möglicherweise längere Zeiträume erforderlich sind, um sie in vollen Zügen genießen und teilnehmen zu können. Letztlich ist die Dauer des Aufenthalts eine persönliche Entscheidung, die auf den individuellen Umständen und Vorlieben basiert. Das ist wahr.
Es ist wichtig, verschiedene Faktoren zu berücksichtigen und eine Dauer zu wählen, die Ihren Zielen und Interessen entspricht. Egal, ob es sich um einen kurzen Besuch oder einen Langzeitaufenthalt handelt, der Schlüssel liegt darin, das Beste aus der Zeit herauszuholen und bedeutsame Erlebnisse zu schaffen. Lektion 15. Netzwerkstrategie. Unbedingt. Ich habe auf der Veranstaltung einige gute Kontakte geknüpft. Was war Ihre Netzwerkstrategie? Das ist fantastisch. Meine Netzwerkstrategie umfasste einige Schlüsselelemente. Bitte teilen. Ich würde gerne hören, was für dich funktioniert hat. Zunächst habe ich einen Elevator-Pitch vorbereitet, um mich und meinen beruflichen Hintergrund kurz vorzustellen. Das ist ein kluger Ansatz. Ein gut ausgearbeiteter Elevator-Pitch kann einen starken ersten Eindruck hinterlassen. Ich habe auch eine Liste mit bestimmten Personen erstellt, mit denen ich Kontakt aufnehmen wollte, und deren Hintergrund recherchiert. Eine vorherige Recherche zeigt Ihr Interesse und hilft Ihnen, sinnvolle Gespräche zu führen. Während der Veranstaltung habe ich anderen aktiv zugehört und offene Fragen gestellt, um den Dialog zu fördern. Aktives Zuhören ist wichtig, um Verbindungen aufzubauen und die Perspektiven anderer zu verstehen. Ich habe darauf geachtet, Kontaktinformationen auszutauschen und anschließend personalisierte E-Mails zu senden. Nachverfolgung ist entscheidend, um Beziehungen zu pflegen und auf dem Radar der Menschen zu bleiben. Schließlich nahm ich an relevanten Workshops teil und nahm an Gruppendiskussionen teil, um mein Netzwerk zu erweitern. Das ist eine großartige Strategie. Wenn Sie an Aktivitäten teilnehmen, können Sie gleichgesinnte Fachkräfte treffen. Lektion 16. Fragen willkommen. Du bist willkommen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Fragen haben. Danke für deine Hilfe. Ich schätze Ihre Hilfsbereitschaft. Kein Problem. Ich bin hier, um Ihre Lernreise zu unterstützen. Das ist sehr nett von dir. Ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich eine Klarstellung benötige. Ich ermutige Sie, Fragen zu stellen, wenn Sie auf etwas stoßen, das Sie nicht verstehen. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Jemanden zu haben, der Fragen stellt, erleichtert den Lernprozess. Absolut. Fragen zu stellen hilft, das Verständnis zu vertiefen und jegliche Verwirrung zu beseitigen. Ist es in Ordnung, wenn ich Fragen stelle, auch wenn sie einfach oder grundlegend erscheinen? Natürlich. Es gibt keine dummen Fragen, wenn es ums Lernen geht. Das ist beruhigend. Manchmal zögere ich zu fragen, weil ich befürchte, dass es zu offensichtlich sein könnte. Mach dir darüber keine Sorgen. Das Stellen von Fragen zeigt Ihre Neugier und Ihr Engagement für das Lernen. Danke für die Ermutigung. Ich werde sicherstellen, dass ich mich bei Bedarf um Klärung bemühe. Das ist der Geist. Denken Sie daran, Lernen ist eine Reise, und Fragen sind ein wesentlicher Bestandteil davon. Ich schätze Ihre Unterstützung und Anleitung. Es gibt mir mehr Selbstvertrauen in meinem Lernprozess. Ich freue mich, das zu hören. Machen Sie weiter so und zögern Sie nicht, zu fragen, wann immer Sie Hilfe benötigen. Lektion 17. Viel Glück mit Bewerbungen. Anna, ich habe gehört, dass du dich für ein paar neue Jobs bewirbst. Wie läuft der Prozess ab?
Es war eine Herausforderung, aber ich bleibe positiv. Ich habe ein paar Bewerbungen eingereicht und warte jetzt auf Antworten. Das ist toll zu hören. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei Ihren Bewerbungen. Danke, John. Danke für deine Unterstützung. Es bedeutet mir sehr viel. Du bist eine talentierte und fleißige Person, Anna. Ich bin zuversichtlich, dass Sie bald die richtige Gelegenheit finden werden. Das hoffe ich auch. Es ist ein hart umkämpfter Arbeitsmarkt, aber ich bin fest entschlossen, eine Stelle zu finden, die meinen Fähigkeiten und Interessen entspricht. Bleiben Sie konzentriert und polieren Sie Ihren Lebenslauf und Ihre Anschreiben weiter. Ich bin mir sicher, dass sich Ihre Bemühungen auszahlen werden. Das werde ich, John. Ich bereite mich auch auf Interviews vor und recherchiere die Unternehmen, an denen ich interessiert bin. Das ist ein kluger Ansatz. Wenn Sie gut vorbereitet sind, stärken Sie Ihr Selbstvertrauen bei Vorstellungsgesprächen. Absolut. Danke für deine Ermutigung, John. Es ist motivierend, jemanden zu haben, der mich anfeuert. Du verdienst die ganze Unterstützung, Anna. Ich glaube an deine Fähigkeiten und ich bin hier, um dir auf jede erdenkliche Weise zu helfen. Lektion 18, Mitfahrservice. Anna, hast du schon einmal einen Mitfahrservice genutzt? Ja, habe ich. Es ist sehr praktisch, besonders wenn ich es eilig habe oder an unbekannte Orte reise. Das klingt praktisch. Wie funktioniert das genau? Laden Sie einfach die Mitfahr-App auf Ihr Handy herunter, richten Sie ein Konto ein und fordern Sie eine Fahrt an, wann immer Sie eine benötigen. Ist es sicher zu benutzen? Ich habe gemischte Meinungen über Mitfahrdienste gehört. Wie bei jedem Transportmittel ist es wichtig, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Daten des Fahrers und die Bewertungen überprüfen, bevor Sie eine Fahrt buchen. Das ist ein guter Rat. Das behalte ich im Hinterkopf. Gibt es spezielle Mitfahr-Apps, die du empfiehlst? Die beliebtesten Mitfahr-Apps sind Uber und LYFT. Beide sind stark präsent und bieten in vielen Städten zuverlässige Dienste an. Sie können beide Apps herunterladen, ein Konto erstellen und den Dienst nutzen. Danke für die Empfehlung, Anna. Ich werde eine dieser Apps für meine nächste Reise ausprobieren. Du bist willkommen, John. Das ist eine bequeme und oft kostengünstige Art, sich fortzubewegen. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie Ihre Fahrten im Voraus planen und beachten Sie die Preiserhöhungen während der Hauptverkehrszeiten. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Ich schätze deinen Rat, Anna. Es ist immer hilfreich, sich über neue Dienste zu informieren. Lektion 19. Effizienz in der Küche. Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie wir unsere Effizienz in der Küche verbessern können. Bei der Zubereitung von Mahlzeiten kann es ziemlich chaotisch werden. Ich stimme vollkommen zu, John. Es ist wichtig, unsere Prozesse zu rationalisieren und die Dinge überschaubarer zu machen. Was schlägst du vor, dass wir tun? Beginnen wir mit der Organisation unserer Küchenutensilien und Utensilien. Wir sollten für alles bestimmte Orte eingerichtet haben, damit wir leicht finden können, was wir brauchen. Das ist eine großartige Idee, John. Indem wir alles an seinem richtigen Platz halten, werden wir keine Zeit damit verschwenden, nach Dingen zu suchen, wenn wir sie brauchen. Exakt. Lassen Sie uns jetzt die Küchengeräte in Angriff nehmen.
Wir sollten sie regelmäßig reinigen und warten, um sicherzustellen, dass sie effizient funktionieren. Einverstanden. Regelmäßige Wartung hilft, unerwartete Ausfälle zu vermeiden und uns vor Frustrationen in letzter Minute zu bewahren. Als nächstes sollten wir unsere Mahlzeiten im Voraus planen. Auf diese Weise können wir eine Einkaufsliste erstellen und alle notwendigen Zutaten auf einmal kaufen, anstatt mehrere Fahrten zum Lebensmittelgeschäft zu unternehmen. Das ist ein kluger Ansatz, John. Das spart Zeit und stellt sicher, dass wir alles haben, was wir brauchen, wenn wir anfangen zu kochen. Schließlich können wir die Kochaufgaben zwischen uns beiden aufteilen. Durch die Zusammenarbeit können wir die Zubereitung der Mahlzeiten schneller und effizienter abschließen. Ich könnte nicht mehr zustimmen, John. Durch die Aufteilung der Arbeitslast wird der Prozess reibungsloser und angenehmer. Absolut. Effizienz in der Küche spart uns nicht nur Zeit, sondern macht unser Kocherlebnis auch insgesamt angenehmer. Ich freue mich, dass wir uns dafür einsetzen, dieses Gleichgewicht zwischen Effizienz und Vergnügen zu finden. Es ist wichtig, auf uns selbst aufzupassen und den Prozess zu genießen. Auf jeden Fall, Anna. Wir können effizient sein, ohne die Freude am Kochen zu opfern. Lassen Sie uns diese Änderungen umsetzen und unsere Zeit in der Küche produktiver gestalten. Lektion 20: Die perfekte Kleidung finden. Anna, mir ist aufgefallen, dass du in verschiedenen Outfits immer toll aussiehst. Hast du bestimmte Geschäfte, in die du für deine Kleidung gehst? Danke, John. Ich habe viele Geschäfte, in denen ich gerne einkaufe. Es hängt davon ab, wonach ich suche und welchen Stil ich will. Nun, zuerst ist es wichtig, deinen Körpertyp zu kennen und zu wissen, welche Stile dir schmeicheln. Auf diese Weise können Sie sich darauf konzentrieren, Kleidung zu finden, die Ihre besten Eigenschaften betont. Ich verstehe. Es geht also darum, Ihren eigenen Körper zu verstehen und Kleidung zu wählen, die Ihre natürliche Schönheit unterstreicht. Genau, John. Es ist auch gut, eine Vielzahl von Kleidungsstücken in Ihrem Kleiderschrank zu haben, sodass Sie verschiedene Teile kombinieren können, um einzigartige Outfits zu kreieren. Das macht Sinn. Mit einer vielseitigen Garderobe können Sie verschiedene Looks kreieren, ohne jedes Mal ein ganz neues Outfit zu kaufen. Genau. Und es ist immer eine gute Idee, Kleidung anzuprobieren, bevor Sie sie kaufen. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass sie gut passen und Sie sich sicher fühlen. Das werde ich im Hinterkopf behalten, Anna. Das Anprobieren von Kleidung ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass sie an dir gut aussieht und sich gut anfühlt. Scheuen Sie sich nicht, mit verschiedenen Stilen zu experimentieren. Bei Mode geht es darum, sich auszudrücken. Haben Sie also Spaß und seien Sie abenteuerlustig bei der Auswahl Ihrer Kleidung. Ich mag diesen Rat, Anna. Neue Stile auszuprobieren kann aufregend sein und dir helfen herauszufinden, was am besten zu dir passt. Lektion 21: Die Freude am Geben teilen. Anna, ich habe meinen Schrank durchgesehen und festgestellt, dass ich viele Klamotten habe, die ich nicht mehr trage. Vielleicht solltest du sie spenden. Das ist eine großartige Idee, John. Kleidung zu spenden ist eine wunderbare Möglichkeit, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben und Bedürftigen zu helfen. Ich mache es morgen. Ich sammle alle Klamotten, die ich nicht mehr trage, und suche eine lokale Wohltätigkeitsorganisation oder Organisation, die Kleiderspenden entgegennimmt. Das ist sehr nett von dir, John. Ihre Spende wird das Leben eines Menschen verändern und denen,
die die Kleidung erhalten, Freude bereiten. Es ist wichtig, das, was wir haben, mit anderen zu teilen, insbesondere wenn wir bestimmte Gegenstände nicht mehr benötigen oder verwenden. Etwas zurückzugeben ist eine sinnvolle Handlung. Absolut, John. Wir sollten immer an diejenigen denken, die weniger Glück haben, und Wege finden, sie zu unterstützen. Ich stimme vollkommen zu, Anna. Es ist eine kleine Geste, aber sie kann einen großen Einfluss auf das Leben eines Menschen haben. Und wir können nicht nur Kleidung spenden. Es gibt viele andere Dinge wie Bücher, Spielzeug und Haushaltswaren, die auch Bedürftigen gegeben werden können. Du hast recht, Anna. Schenken muss nicht auf Kleidung beschränkt sein. Es geht darum, Wege zu finden, andere zu unterstützen und ihr Leben positiv zu verändern. Exakt. Und Schenken muss auch nicht auf physische Dinge beschränkt sein. Wir können unsere Zeit und Fähigkeiten auch einsetzen, indem wir uns freiwillig engagieren oder anderen auf unterschiedliche Weise helfen. Das ist wahr. Es gibt so viele Möglichkeiten, etwas beizutragen und Freude zu verbreiten. Es geht darum herauszufinden, was bei uns ankommt, und sich ernsthaft darum zu bemühen, anderen zu helfen. Und die Freude am Schenken spüren nicht nur die Beschenkten, sondern auch die Schenkenden selbst. Es ist ein wunderbarer Kreislauf von Freundlichkeit und Mitgefühl. Ich könnte nicht mehr zustimmen, Anna. Der Akt des Gebens ist unglaublich erfüllend und erinnert uns daran, wie wichtig Großzügigkeit und Empathie sind. Machen wir das Geben zu einem festen Bestandteil unseres Lebens, John. Ob durch Spenden, Freiwilligenarbeit oder andere freundliche Handlungen, lassen Sie uns weiterhin die Freude teilen und etwas Positives in der Welt bewirken. Ich bin bei dir, Anna. Lassen Sie uns den Geist des Gebens annehmen und etwas bewegen, ein Akt der Freundlichkeit nach dem anderen. Lektion 22: Köcheln und Kochen. Wir müssen es jetzt nur noch köcheln lassen. Während es köchelt, kochen wir den Jasminreis. Das klingt nach einem Plan. Durch das Köcheln verschmelzen die Aromen gut miteinander. Wie lange sollten wir es köcheln lassen? Ungefähr 30 Minuten sollten ausreichen. Es gibt allen Zutaten genügend Zeit, um sich zu vermischen und ihre Aromen zu entfalten. Großartig! Während es köchelt, bereiten wir den Jasminreis zu. Hast du eine bevorzugte Methode, ihn zu kochen? Normalerweise verwende ich die Absorptionsmethode. Zuerst müssen wir den Reis abspülen, um überschüssige Stärke zu entfernen. Dann kombinieren wir es mit Wasser in einem Topf und bringen es zum Kochen. Sobald es kocht, reduzieren wir die Hitze, decken die Pfanne ab und lassen es etwa 15 Minuten köcheln, bis das Wasser aufgenommen ist. Das klingt einfach genug. Ich fange an, den Reis abzuspülen, während du auf das kochende Gericht schaust. Klar, klingt gut. Ich rühre es vorsichtig um, damit nichts am Boden klebt. Könnten Sie mir sagen, warum das Kochen eine wichtige Kochtechnik ist, während ich den Reis abspüle? Das Kochen ist wichtig, da die Zutaten dadurch langsam und gleichmäßig garen können. Es hilft auch, zähere Fleischstücke zart zu machen und dem Gericht die Aromen der Gewürze und Würzmittel zu verleihen. Das macht Sinn. Durch das Kochen stellen wir also sicher, dass alle Zutaten gründlich gegart sind und dass sich die Aromen gut verteilen. Exakt. Es ist eine großartige Möglichkeit, reiche und komplexe Aromen in einem Gericht zu entwickeln. Ich glaube, der Reis ist fertig zum Kochen. Soll ich es in den Kochtopf geben?
Ja, mach weiter. Geben Sie den gespülten Reis mit der entsprechenden Menge Wasser in den Topf und folgen Sie den zuvor genannten Schritten. In Ordnung, das mache ich. Der Reis passt perfekt zu dem gekochten Gericht. In der Tat. Wenn Sie den Jasminreis zusammenköcheln und kochen, entsteht eine köstliche und sättigende Mahlzeit. Ich kann es kaum erwarten, es zu probieren. Das Aroma des köchelnden Gerichts lässt mir schon das Wasser im Mund zusammenlaufen. Geduld ist der Schlüssel. Die Aromen werden sich intensivieren, wenn es köchelt, und der Reis wird ein perfekter Begleiter sein. Ich bin froh, dass wir beschlossen haben, heute zu köcheln und zu kochen. Es ist eine großartige Möglichkeit, neue Techniken zu erlernen und ein hausgemachtes Essen zu genießen. Absolut. Gemeinsames Kochen macht nicht nur Spaß, sondern ist auch eine wunderbare Möglichkeit, unsere Kochkünste zu erweitern. Lektion 23: Nachrichtenquellen analysieren. Verschiedene Nachrichtenquellen kritisch analysieren? Ich denke, das ist eine wichtige Fähigkeit, die man in der heutigen Welt haben muss. Einverstanden. Bei so vielen verfügbaren Informationen ist es wichtig, zuverlässige von unzuverlässigen Quellen unterscheiden zu können. Absolut. Glauben Sie also, dass diese Fähigkeiten erlernt werden können? Auf jeden Fall. Indem wir eine kritische Denkweise entwickeln und einige Strategien anwenden, können wir Nachrichtenquellen besser bewerten. Das ist wahr. Ein Ansatz besteht darin, die Informationen mit mehreren Quellen abzugleichen, um die Richtigkeit sicherzustellen. Ja, eine Gegenprüfung kann helfen, Inkonsistenzen oder Vorurteile in den Nachrichten zu erkennen. Darüber hinaus kann die Überprüfung der Glaubwürdigkeit der Quelle und der Qualifikationen des Autors wertvolle Erkenntnisse liefern. Absolut. Die Überprüfung des Rufs der Quelle und des Fachwissens des Autors kann dazu beitragen, die Zuverlässigkeit der Informationen zu ermitteln. Es ist auch wichtig, sich möglicher Vorurteile in den Nachrichtenquellen bewusst zu sein, denen wir folgen. Ja, Vorurteile können die Art und Weise beeinflussen, wie Informationen präsentiert werden, und können unser Verständnis der Nachrichten beeinflussen. Indem wir uns unserer eigenen Vorurteile bewusst sind und nach unterschiedlichen Perspektiven suchen, können wir zu einer ausgewogeneren Sichtweise gelangen. Das ist ein gutes Argument. Es ist wichtig, dass wir uns unterschiedlichen Meinungen aussetzen und mehrere Standpunkte berücksichtigen. In der Tat, eine kritische Analyse erfordert Offenheit und die Bereitschaft, die präsentierten Informationen in Frage zu stellen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist wichtig, den Konsum von Nachrichten mit einer gesunden Portion Skepsis anzugehen. Absolut. Durch die kritische Analyse von Nachrichtenquellen können wir fundiertere Entscheidungen treffen und die Welt um uns herum besser verstehen. Einverstanden. Es ist eine wertvolle Fähigkeit, die es uns ermöglicht, uns in der riesigen Menge an Informationen zurechtzufinden, die heute verfügbar sind. Lassen Sie uns also unsere Fähigkeiten zur kritischen Analyse weiter verbessern und nach zuverlässigen und vertrauenswürdigen Quellen suchen. Lektion 24: Sicherheit priorisieren. Es ist kein Problem. Sicherheit steht an erster Stelle. Kann ich noch etwas tun, um das Wohlbefinden aller zu gewährleisten? Vielen Dank, dass Sie der Sicherheit Priorität eingeräumt haben. Ich weiß Ihre Besorgnis zu schätzen. Wir sollten auch sicherstellen, dass jeder die Sicherheitsprotokolle kennt. Absolut. Eine klare Kommunikation über Sicherheitsmaßnahmen ist unerlässlich.
Wir sollten allen Beteiligten detaillierte Anweisungen und Erinnerungen geben. Ja, auf diese Weise wird sich jeder der Vorsichtsmaßnahmen bewusst sein, die er treffen muss, um sicher zu sein. Wir sollten auch einen offenen Dialog fördern und sicherstellen, dass sich die Menschen wohlfühlen, wenn sie Bedenken oder Fragen äußern. Das ist eine tolle Idee. Die Schaffung einer sicheren und offenen Umgebung fördert Vertrauen und ermöglicht eine effektive Kommunikation. Darüber hinaus können regelmäßige Sicherheitskontrollen und Inspektionen dazu beitragen, potenzielle Gefahren zu erkennen und umgehend zu beheben. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, Risiken proaktiv zu identifizieren und zu mindern, um eine sichere Umgebung für alle zu gewährleisten. Und wenn jemand Sicherheitsprobleme oder Gefahren bemerkt, sollte er diese sofort melden, damit sie schnell behoben werden können. Absolut. Durch rechtzeitiges Melden und Handeln können Unfälle verhindert und ein sicheres Arbeits- oder Lebensumfeld gewährleistet werden. Wir sollten auch allen angemessene Schulungen und Ressourcen zur Verfügung stellen, damit sie die Sicherheitsprotokolle verstehen und befolgen können. Ja, eine angemessene Aus- und Weiterbildung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass jeder mit dem Wissen und den Fähigkeiten ausgestattet ist, um sicher zu sein. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Sicherheit eine gemeinsame Verantwortung ist. Jeder sollte sich aktiv an der Aufrechterhaltung einer sicheren Umgebung beteiligen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Wenn sich jeder für Sicherheit einsetzt, können wir einen sicheren und geschützten Raum schaffen. Lassen Sie uns also weiterhin der Sicherheit Priorität einräumen und die notwendigen Vorkehrungen treffen, um das Wohlbefinden aller Beteiligten zu gewährleisten. Lektion 25. Die richtige Milch auswählen. Nur normale Milch reicht aus. Genug für die ganze Woche. Hört sich gut an. Normale Milch ist vielseitig und kann in verschiedenen Rezepten und Getränken verwendet werden. Das ist wahr. Es ist ein Grundnahrungsmittel in vielen Haushalten und liefert wichtige Nährstoffe. Normale Milch ist eine gute Quelle für Calcium, Protein und Vitamine, was sie zu einer nahrhaften Wahl macht. Außerdem ist es in den meisten Lebensmittelgeschäften leicht erhältlich, sodass es bequem gekauft werden kann. Ja, Barrierefreiheit ist definitiv ein Pluspunkt. Normale Milch ist eine gängige und weit verbreitete Option. Manche Menschen haben jedoch möglicherweise diätetische Einschränkungen oder Präferenzen, die alternative Milchoptionen erfordern. Das ist wahr. Für Personen, die eine Laktoseintoleranz haben oder sich vegan ernähren, gibt es pflanzliche Milchalternativen. Pflanzliche Alternativen wie Mandelmilch, Sojamilch oder Hafermilch können geeignete Optionen für Menschen mit spezifischen Ernährungsbedürfnissen sein. Pflanzliche Milchalternativen bieten eine Vielzahl von Geschmacksrichtungen und können ähnlich wie normale Milch verwendet werden. Bei der Auswahl der richtigen Milch ist es wichtig, persönliche Vorlieben, diätetische Anforderungen und den Verwendungszweck zu berücksichtigen. Absolut. Indem wir die Milch wählen, die unseren Bedürfnissen entspricht, können wir sicherstellen, dass wir sowohl den Geschmack als auch die ernährungsphysiologischen Vorteile genießen. Lassen Sie uns also vorerst normale Milch nehmen und sicherstellen, dass wir genug haben, um die ganze Woche über zu versorgen. Lektion 26. Erkundung antiker Ruinen. Haben Sie darüber nachgedacht, antike Ruinen zu erkunden? Es kann eine faszinierende und lehrreiche Erfahrung sein. Ich war schon immer fasziniert von alten Zivilisationen und ihren architektonischen Wundern.
Die Erkundung von Ruinen klingt nach einer großartigen Idee. Alte Ruinen bieten einen Einblick in die Vergangenheit und geben wertvolle Einblicke in die Geschichte und Kultur einer Region. Das ist wahr. Sie ermöglichen es uns, mit den Menschen in Kontakt zu treten, die in dieser Zeit gelebt haben, und ihre Lebensweise zu verstehen. Es ist unglaublich, die architektonischen Errungenschaften der alten Zivilisationen zu sehen und ihren Einfallsreichtum zu bestaunen. Absolut. Die komplizierten Designs, die Handwerkskunst und die kulturelle Bedeutung dieser Ruinen sind beeindruckend. Die Erkundung antiker Ruinen bietet auch die Gelegenheit zur Selbstreflexion und zu einer tieferen Wertschätzung für unser eigenes modernes Leben. Ja, es kann uns helfen, unseren Platz in der großen Zeitleiste der Menschheitsgeschichte zu verstehen und ein Gefühl der Demut zu fördern. Darüber hinaus beinhaltet der Besuch antiker Ruinen oft, an neue Orte zu reisen und in verschiedene Kulturen einzutauchen. Das ist ein wunderbarer Aspekt. Es ermöglicht uns, unseren Horizont zu erweitern, aus verschiedenen Perspektiven zu lernen und die Schönheit unserer Welt zu schätzen. Es ist wichtig, diese Erfahrungen mit Respekt vor dem Ort und seiner historischen Bedeutung anzugehen. Absolut. Wir sollten alle geltenden Richtlinien oder Einschränkungen zur Erhaltung und zum Schutz dieser wertvollen Relikte befolgen. Lassen Sie uns also in Betracht ziehen, eine Reise zu planen, um antike Ruinen zu erkunden und uns auf eine Entdeckungs- und Wunderreise zu begeben. Ich freue mich über die Aussicht. Es wird eine bereichernde Erfahrung sein, die unser Verständnis von Geschichte und Kultur vertiefen wird. In der Tat. Lasst uns anfangen, unser Abenteuer zu erforschen und zu planen, um die Geheimnisse der Vergangenheit aufzudecken. Lektion 27: Inhalt und Bildmaterial. Ich habe darüber nachgedacht, unsere Englisch-Lernmaterialien zu verbessern. Was hältst du davon, mehr visuelle Inhalte einzubauen? Das klingt nach einer großartigen Idee. Bilder können das Lernerlebnis ansprechender und einprägsamer machen. Wir können Bilder, Diagramme und sogar Videos verwenden, um den Unterricht zu verbessern. Definitiv. Bildmaterial kann den Lernenden helfen, komplexe Konzepte besser zu verstehen. Außerdem können sie den Inhalt ansprechender und unterhaltsamer machen. Unbedingt. Es ist wichtig, auf unterschiedliche Lernstile einzugehen, und Bildmaterial kann für visuelle Lernende besonders hilfreich sein. Sie können auch als nützliche Hilfe für diejenigen dienen, die eher zum visuellen Lernen neigen. Du hast recht. Durch den Einsatz von Bildmaterial können wir ein multisensorisches Lernerlebnis bieten, das ein breiteres Spektrum von Lernenden anspricht. Es wird unseren Unterricht zugänglicher und effektiver machen. Ich stimme vollkommen zu. Wir können auch erwägen, Infografiken und Diagramme zu verwenden, um Informationen klar und präzise darzustellen. Auf diese Weise können die Lernenden wichtige Punkte schnell verstehen und sich die Informationen besser merken. Das ist ein ausgezeichneter Vorschlag. Infografiken eignen sich hervorragend, um Informationen in einem visuell ansprechenden Format zusammenzufassen und zu präsentieren. Sie können besonders nützlich sein, wenn es um Themen geht, bei denen es um Statistiken oder schrittweise Prozesse geht. Genau. Und wir können auch interaktive Elemente wie Quizfragen oder Drag-and-Drop-Aktivitäten hinzufügen, um das Lernerlebnis interaktiver und ansprechender zu gestalten. Das ist eine fantastische Idee. Das Hinzufügen interaktiver Elemente fördert die aktive Teilnahme und trägt dazu bei, das Lernen zu vertiefen. Dadurch wird der Unterricht unterhaltsamer und effektiver.
Hört sich toll an. Ich freue mich darauf. Visuelle Inhalte werden zweifellos unsere Ressourcen zum Englischlernen verbessern und sie wirkungsvoller machen. Lektion 28. Armreifarmbänder. Mir ist aufgefallen, dass Armreifarmbänder heutzutage sehr beliebt sind. Hast du jemals darüber nachgedacht, eines zu tragen? Das klingt nach einer guten Idee. Ich suche nach einem neuen Accessoire, das ich meiner Sammlung hinzufügen kann. Armreifen können eine stilvolle und vielseitige Wahl sein. Unbedingt. Armreifen passen zu verschiedenen Outfits und verleihen jedem Look einen Hauch von Eleganz. Sie sind in verschiedenen Designs und Materialien erhältlich, sodass Sie Ihren persönlichen Stil zum Ausdruck bringen können. Das ist wahr. Ich schätze Accessoires, die sich leicht mit verschiedenen Kleidungsstücken kombinieren lassen. Es ist eine großartige Möglichkeit, mein allgemeines Erscheinungsbild zu verbessern. Definitiv. Armreifen können alleine getragen werden, um einen minimalistischen Look zu erzielen, oder gestapelt für ein mutigeres Statement. Sie können verschiedene Kombinationen erstellen, um unterschiedlichen Anlässen und Stimmungen gerecht zu werden. Ich mag die Vielseitigkeit von Armreifen. Es ermöglicht mir, kreativ zu sein und mit verschiedenen Stilen zu experimentieren. Außerdem eignen sie sich auch hervorragend als Geschenk für Freunde und Angehörige. Das ist eine wunderbare Idee. Armreifen sind nicht nur modisch, sondern auch als Geschenk sinnvoll. Sie können ein Design wählen, das der Persönlichkeit oder den Interessen des Empfängers entspricht. Unbedingt. Es ist eine durchdachte Geste, die zeigt, dass sie sich Mühe gegeben haben, ein Geschenk auszuwählen, das zu ihrem Stil passt. Ich bin sicher, sie werden es zu schätzen wissen. Ich freue mich, dass du zustimmst. Armreifen sind ein trendiges und zeitloses Accessoire, das jedes Outfit aufwerten kann. Ich denke, es lohnt sich, darüber nachzudenken, Ihrer Sammlung ein paar hinzuzufügen. Lektion 29. Millennials erreichen und Ernährung. Ich habe gehört, dass soziale Medien und Online-Plattformen effektiv sind, wenn es darum geht, Millennials zu erreichen. Was sind deine Gedanken? Das ist wahr. Millennials sind dafür bekannt, technisch versiert zu sein und viel Zeit online zu verbringen. Die Nutzung sozialer Medien und Online-Plattformen kann eine hervorragende Möglichkeit sein, mit dieser Bevölkerungsgruppe in Kontakt zu treten. Unbedingt. Durch die Erstellung informativer und visuell ansprechender Inhalte können wir Ihre Aufmerksamkeit erregen und wertvolle Informationen über Ernährung und gesundes Leben liefern. Das ist richtig. Wir können schnelle und einfache Rezepte, Ernährungstipps und gesundheitsbezogene Artikel über verschiedene Social-Media-Kanäle teilen. Es ermöglicht Millennials, bequem auf die Informationen zuzugreifen. Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und YouTube bieten die Möglichkeit, ein breites Publikum zu erreichen und interaktive Diskussionen rund um Ernährung und Wohlbefinden anzuregen. Genau. Wir können Millennials ermutigen, aktiv teilzunehmen, indem wir Fragen stellen, Umfragen durchführen oder sogar Live-Fragerunden veranstalten. Das ist eine großartige Möglichkeit, Engagement zu fördern und ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Das ist ein ausgezeichneter Punkt. Indem wir eine Gemeinschaft fördern und den Dialog fördern, können wir das Thema Ernährung für Millennials verständlicher und zugänglicher machen. Unbedingt. Wir können auch Influencer oder Online-Persönlichkeiten nutzen, die unter den Millennials eine große Fangemeinde haben. Die Zusammenarbeit mit ihnen zur Förderung gesunder Essgewohnheiten kann sehr effektiv sein. Das ist eine kluge Strategie. Die Zusammenarbeit mit Influencern ermöglicht es uns,
ihr etabliertes Publikum anzusprechen und bei den Millennials an Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Es ist eine Win-Win-Situation. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Millennials vertrauen eher den Empfehlungen von Influencern, denen sie folgen und mit denen sie sich identifizieren. Es ist ein effektiver Weg, unsere Botschaft zu verbreiten und einen gesünderen Lebensstil zu fördern. Durch die Kombination von sozialen Medien, Online-Plattformen und der Zusammenarbeit mit Influencern können wir eine leistungsstarke Strategie entwickeln, um Millennials zu erreichen und sie zu inspirieren, ihrer Ernährung und ihrem Wohlbefinden Priorität einzuräumen.